Hallo ihr Lieben, heute zeige ich eine einfache Möglichkeit, die Eingriffskante einer Jeanstasche zu reparieren. Die rechte Tasche kann man mit wenig Aufwand retten, da sie nur bis vor zweite Ziernnaht ausgefranst ist. Die Reparatur der linken Tasche zeige ich in einem anderen Video. Stelle die Maschine auf einen mittleren Zickzackstich und sichere mehrfach die Kante an der kaputten Tasche, so dass die Jeans nicht weiter ausreißen kann. Dies muss noch nicht schön aussehen, da das Ganze später noch mit einem Streifen überdeckt wird. Mit einem Maßband messe ich die Länge zwischen den Nieten entlang der Eingriffskante. Macht 18 cm. In meiner Sammlung findet sich ein Rest von einer Stretch-Jeans, der farblich perfekt zu der Hose passt. Aus diesem Stoff schneide ich zwei Streifen, die 18 cm plus 2 cm Nachzugabe macht 20 cm lang und 4 cm breit sind. Das Rechteck wird quer zum Nahtverlauf geschnitten. Bei nicht dehnbaren Stoffen schneidet man den Streifen schräg. Das zweite Band ist für den Tascheneingriff der anderen Seite. Er wird in gleicher Weise eingefasst. Die Streifen werden mit einem Zickzackstich oder einer Overlockmaschine versäubert. Die seitliche Nahtzugabe wird umgeschlagen und abgestept. Ich lege den Streifen rechts auf die Eingriffskante und fixiere ihn mit Clips. Steppe den Streifen im Abstand von 1,5 cm fest. Alle Zickzackstiche müssen abgedeckt sein. Knicke den Streifen um und bügele ihn fest. Fixiere ihn mit Clips. Nun wird mit dem farblich passenden Garn direkt unter der Naht abgesteppt. Da jetzt links und rechts der Nadel sehr unterschiedliche Stofflagen sind, empfehle ich zum Reißverschlussfuß der Nähmaschine zu wechseln. Nähe langsam mit Bedacht. Die Nadel soll direkt unter dem Stoffwulst stechen. Wo du nicht mit der Maschine zum Nähen hinkommst, drehe das Nähgut um und steppe die letzten Zentimeter von links. Anschließend nochmal fest bügeln. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.